Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus meinem Garten. Ihr seht, hier sprießt alles dank der feuchten Witterung und ich nehme heute einige Eindrücke mit in mein kleines Atelier. Ich sammle Formen, Farben, meine Skizzen werde ich erst im Atelier machen. Dieser wellige Farn, ist der nicht wunderbar? Und schon sind wir in meinem Atelier und es kann losgehen auf einem quadratischen Keilrahmen. Ich habe, nachdem ich im Garten war, einige kleine Skizzen gemacht, einfach die Eindrücke mal versucht festzuhalten, teilweise auch mit Buntstiften, teilweise auch die Tonwerte schon ein bisschen überlegt. Aber ich möchte mich nicht sklavisch daran halten. Ich werde jetzt einfach eine Zeichnung frei übertragen. Hier seht ihr sie. Bevor ich beginne, grundiere ich erst einmal mit einem transparenten Ockergelb. Anders als bei meinen letzten Videos möchte ich heute einen Farbauftrag wählen, der transparent ist und bei dem man vor allen Dingen die Pinselspuren sieht. Und deswegen habe ich etwas festere, borstige Pinsel ausgesucht. Ich beginne mit einem Saftgrün. Ihr seht hier ganz deutlich die Pinselspuren. Die Flächen, die ich ausmale, sollen sehr lebendig bleiben. Mal trage ich die Farbe etwas dicker auf, mal sehr dünn. Das gibt wunderbare Variationen. Mit meinen Farben möchte ich im Grün- und Blaubereich bleiben. Hier vermische ich ein Blau mit etwas Schwarz und es entsteht ein etwas dunklerer, neutraler Ton.
Auch die Begrenzung der Formen ist nicht sehr glatt, sondern auch etwas fransig. Das ist gewollt. Zu dieser Mischung habe ich auch ein dunkles Braun dazu genommen mit etwas Weiß. Mit dem Schwarz und den sehr dunklen Tönen bringe ich Kontraste hinein. Wenn die einzelnen Flächen trocken sind, kann ich sie nochmal übermalen und achte darauf, dass sie nicht homogen übermalt sind, sondern wirklich lebendig und durchbrochen.
Meine kleine Übung ist fertig und vielleicht inspiriert sie euch auch einmal raus in die Natur zu gehen, euch mit Formen und Farben in eurem Sinn an eure Staffelei zu begeben und einfach zu starten. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Bis dahin. Tschüss.